Eine Nacht im Ausgang in Zürich. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um das Trinkverhalten der Großstädterinnen zu erkunden. Es ist 19 Uhr und wir treffen diese 6 Gimmischülerinnen, alle um die 20 Jahre alt. In den Clubs seien die Drinks zu teuer, deshalb würde man schon einmal etwas vortrinken, erzählen sie. Wir treffen uns einfach, dann hocken wir ein bisschen zusammen, trinken vielleicht ein bisschen etwas und nachher gehen wir weiter. Laut der jüngsten schweizerischen Gesundheitsbefragung hat der tägliche Alkoholkonsum seit 1992 zwar abgenommen. Doch wenn getrunken wird, dann richtig. Vor allem Frauen zwischen 15 und 24 Jahren haben beim sogenannten Rauschtrinken zugelegt. Die Gesundheitsbefragung hat einen grossen Vorteil. Sie hat uns gezeigt, dass es sehr markante Unterschiede gibt zwischen Altersgruppen, zwischen Geschlecht. Und das ermöglicht uns jetzt eine präzisere Präventionsarbeit zu machen. Gerade im Bereich des Rauschtrinkens sehen wir, dass das immer noch en vogue ist. Jetzt also auch bei jungen Frauen. Eine Kampagne gegen das Rauschtrinken wurde bereits vergangenes Jahr vom Bundesamt für Gesundheit und Zucht Schweiz gestartet. Gerade die Frauen würden sich im Ausgehverhalten den Männern zunehmend anpassen, erklärt der Suchtexperte. Das Ganze hängt höchstwahrscheinlich auch mit Veränderungen von sozialen Normen zusammen. Dass Frauen eben auch heute mehr akzeptiert werden, auch wenn sie Alkohol trinken, dass es nicht so sehr stigmatisiert ist. Aber gerade bei den jungen Frauen hängt es auch viel damit zusammen, dass das Freizeitverhalten sich verändert. Dass man mehr in gemischten Gruppen ausgeht und sich dann natürlich ein bisschen den Männern anpasst im Trinken. Aber auch die Männer teilweise ein bisschen wieder den Frauen und deshalb auch ihren Konsum teilweise reduzieren. Auch die Sozialarbeiter von der Sicherheits- und Präventionspolizei SIP in Zürich kennen das Phänomen seit längerem. Junge Männer laufen eher Gefahr, in Schlägereien verwickelt zu werden, wenn sie betrunken sind. Frauen dagegen würden unter Alkoholeinfluss eher zum Risiko für sich selbst. Wir treffen hin und wieder junge Frauen, die sehr betrunken sind. Und wir schauen dann, wie die Situation sich anlässt, ob sie Kollegen, Kolleginnen dabei haben und sagen denen dann, sie sollen doch bitte ein bisschen zu ihnen schauen. Wenn sie schlecht zu Weg ist, Gesundheit gefährdet ist, kann es auch sein, dass wir die Sanität beiziehen. Zurück im Zürcher Nachtleben. Wir treffen Lorena Matzinger und ihre Freundin. Die beiden sind 19 und 20 Jahre alt und machen eine Lehre als Coiffeuse. Auch sie haben schon den einen oder anderen Rausch erlebt. Das ist eine Ausnahme oder kommt es regelmäßig vor? Also es kommt darauf an, wenn ich mit guten Leuten im Ausgang bin, dann weiss ich, dass die auch auf mich aufpassen, wenn ich nicht mehr ich selber bin und nicht mehr weiss, was ich mache. Also von dem her ist nie etwas Schlimmes passiert oder so. Wie also das Rauschtrinken eindämmen? Alkohol sei zu billig und zu einfach verfügbar für junge Erwachsene, sagt der Präventionsexperte. Kantone wie das Waadtland, Genf, Freiburg und Basel-Stadt schränken derzeit den Alkoholverkauf während der Nachtstunden ein. Preise erhöhen, Ausschank reduzieren, Werbung einschränken. Das sind die 3 Hauptpunkte, die auch von der Weltgesundheitsorganisation als zentrale Maßnahmen angegeben werden. Dazu kommt natürlich auch ein Stück weit genderspezifische Prävention, weil die Motive, sich zu betrinken, sind bei Männern und Frauen oder jungen Mädchen und jungen Männern nicht unbedingt gleich. Frauen trinken sehr häufig auch, weil sie Sorgen haben, anders als Männer. Das Positive: In ganz Europa zeichnet sich insgesamt ein rückläufiger Alkoholkonsum ab. So stehen die Chancen gut, dass eine gezieltere Präventionsarbeit in Zukunft auch bei den jungen Frauen zu einem bewussteren Umgang mit Alkohol führen.